benutzt, um sämtliche Gruppen, die diesen Leuten im Weg stehen, mit der Keule niederzuknüppeln. Es gibt 2 Artikel von Richard Faltwinge, die ich ausgelegt habe, mit sehr provokanten Titeln, in denen er solche Sachen aufführt. Faltwinge ist übrigens der Gründer und ehemalige Parteileiter der schwedischen Piratenpartei, also eine durchaus politische Größe. Klassische Zielgruppen sind Homosexuelle, Atheisten, Sexologen, Liberale, derartige. Nicht zuletzt durch diese wiederholte Instrumentalisierung ist eine Tendenz jedoch mittlerweile längst hinzugetreten, die vielleicht eine stärkere Wirkung entfaltet als alle anderen es tun. Die Pädophilie ist der große Buhmann geworden. Die Schablone des Bösen, des Empörenden. Die ganze Gesellschaft hat sich einen Trigger für Pädophilie angeeignet. Wir projizieren mittlerweile auf die kleinste Ähnlichkeit, auf den kleinsten, entferntesten Bezug Ideen von Pädophilie. Wir haben aktivistische Ausdrücke, in denen sie sich aufzeigen. Spinner und Verschwörungstheoretiker benutzen markanterweise oftmals Pädophilie als eines ihrer nächsten schwarzen Kreuze. Das heißt, Obama und Merkel oder sonst irgendwelche Anführer sind dann halt Satanisten, sind Illuminati oder sie sind eben Pädophile. Das wird also alles in einem Atemzug genannt. Die Pädophilie ist ein großer Buhmann geworden, mit dem wir die behexen, die wir unbedingt verteufeln wollen. Alle, die wir hassen, sind Pädophile. Sie nutzen sie in größten Formen der Dramatisierung und Akte von Hass und Gewalt, die wir sonst als vollkommen überzogen betrachten würden, werden auf einmal legitim. Diejenigen, die in dieser Art des Denkens an der Stelle bekannt vorkommen, mag es interessieren, dass Ron Bauer die Pädophilen als die Hexen des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Das heißt, diejenigen, die inklusive falschen Wassers und schlechter Ernte eigentlich an allem schuld sind. Dabei ist diese maximale Herangehensweise, diese maximal emotionalisierte Herangehensweise, schädlich natürlich für die Pädophilen selbst, als auch für deren Opfer. Pädophile, auch zölibate Pädophile, das heißt diejenigen, die von vornherein mal nichts getan haben und die definitiv komplett unschuldig sind. Das heißt, wenn ich sage, ich bin pädophil, deswegen gehe ich in mein Leben lang Zölibat, dann kann mir niemand erzählen, dass das moralisch falsch ist. Auch die leiden darunter, natürlich, unter Hass, unter Ausgrenzung, unter Stigmatisierung. Die Opfer zugleich haben das Problem, permanent in eine massive Opferrolle gedrängt zu werden. Klassischer psychologischer Effekt, wenn ich die ganze Zeit sage, du bist ein Opfer, du bist ein Opfer, du bist ein Opfer, du musst dich dreckig fühlen, dann fühlt er sich auch dreckig. Es gibt tatsächlich eine Vereinigung in Deutschland, passenderweise benannt, wir sind kein Opfer.de, von ehemaligen Kindern, von ehemaligen sexuellen Akten involvierten Kindern, die sich genau gegen dieses Bild einsetzen. Die sagen, davon aufhören, als Opfer stigmatisiert zu werden, denn die Opferrolle ist in der Tat genauso so ein Stigma wie die Täterrolle. Strafverfolgung und medizinische Prävention werden darunter genauso geschätzt. Strafverfolgung deswegen, weil insbesondere im Fall von Kinderpornografie, auch wenn wir später noch kommen, es extrem problematisch geworden ist, seiner juristischen Arbeit überhaupt nachzugehen, insbesondere wenn man kein dafür eingesetzter Polizist ist. Das heißt, ein Zeuge eines Verbrechens hat normalerweise die Pflicht, es zu berichten. Wenn ich ein Zeuge des Verbrechens von Kinderpornografie wäre und es berichte, werde ich gefangen genommen wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Weil es nur zu sehen das Verbrechen bereits konstituiert. Medizinische Prävention ist problematisch, weil, klassisches Beispiel, die Leute von keinem Täter werden, großartige Organisationen bieten Pädophilen die Möglichkeit, mit ihnen zu reden, anonym beraten zu werden, die bekommen Bewältigungsstrategien, notfalls so Dinge wie eine chemische Kastration oder sowas. Generell, die helfen den Leuten dabei, mit ihrer Pädophilie zu leben und nicht irgendwelche Kinder anzukrapschen. Beschweren sich immer wieder, dass sie zwar guten Zulauf bekommen, aber viel, viel mehr Zulauf bekommen könnten, wenn sich nicht mal 90% aller Pädophilen einfach nicht trauen würden, das Wort für sich, auf sich bezogen auch mal auszusprechen. Das heißt, die Leute fürchten völlig zu Recht Hexenjagd, deswegen gehen sie nicht zu kein Täter werden. Und die Leute regt das sehr, sehr auf, wie man sich vorstellen kann. Gerade aus diesem Grund ist an dieser Stelle, wie gesagt, eine ethisch nüchterne Betrachtung absolut notwendig. Mehr noch als in der Zoophilie, mehr noch in der Nekrophilie, weil dieses Thema so weit im Mittelpunkt der Gesellschaft angekommen ist und weil es so unglaublich hysterisch aufgepeitscht ist. Die alles entscheidende Frage an dieser Stelle soll also sein: Können pädophile Akte moralisch akzeptabel sein? Den Allquantor können wir uns hier, denke ich, schenken. Niemand wird behaupten, dass alle pädophile Akte moralisch akzeptabel sind. Wir stellen uns stattdessen die Frage, ist es überhaupt möglich? Gibt es Umstände, unter denen ein pädophiler Akt akzeptabel sein kann? Zuerst einmal wissen wir, dass das Szenario des brutalen und das Kind völlig traumatisierenden Übergriffes, wie gesagt, die absolute Ausnahme ist. Ganz im Gegenteil sind einvernehmliche Akte mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Zuneigung, mit der Rücksichtnahme, die bei jeder Form von interpersoneller Sexualität gegeben sein muss,
durchaus existent. Soweit so gut. Eine populäre Kritik an dieser Stelle ist, wie in der Zoophilie eben auch, die Konsensfrage. Kinder sind generell nicht in der Lage, Konsens zu einem sexuellen Akt zu geben, weil sie eben noch nicht ausgereift sind. Weil sie ihre Handlungen noch nicht klar reflektieren und klar überdenken können. Gegen diese primitive Form des Konsensargumentes spricht allerdings, wie gesagt, der hohe Grad an Reuelosigkeit, der sich gerade unter männlichen Leuten findet. Wir können ein Drittel der Leute heranziehen, mehr Leute aus der Gegend sind, die sagen, finde ich super, okay, hat mir gefallen, würde ich gerne nochmal machen. Also Konsensfähigkeit, Kinder bis zu welchem Alter sind da inbegriffen? Gute Frage. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich eigentlich noch reinpacken wollte, die ich aus Zeitgründen weggelassen habe. Pädophilie wird normalerweise weiter unterschieden. Es gibt drei Grundformen, Hämophilie, Ephebophilie und Pädophilie. Pädophilie bezeichnet normalerweise Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren. Also das, was im Englischen als Preteen, vor den Teen-Jahren bezeichnet wird. Hämophilie ist, ich verdrehe es immer, das ist im Englischen genau umgekehrt wie im Deutschen, das ist komisch. Hämophilie bezeichnet Teenager-Mädchen, Ephebophilie bezeichnet Teenager-Jungen. Das sind getrennte Sachen. Also in der Regel spricht man von Kindern bis 13 Jahren. Der weitere Begriff der Pädophilie deckt alle Kinder unter 18 Jahren. Aber den verwende ich in der Regel nicht, halte ich für blödsinnig. Man kann, und das hat Fall, wie richtig angesprochen, einvernehmlichen Sex zwischen zwei 17-Jährigen nicht mit einem sexuellen Missbrauch einer 10-Jährigen vergleichen. Das ist Hanebücher. Wir sehen also, ein hoher Grad an Reuelosigkeit besteht. Diese Form bringt es aber nicht. Der Akt selbst kann also durchaus moralisch unbedenklich sein. Ich betone, der Akt selbst. Ich würde trotzdem argumentieren, dass Pädophilie als solche trotzdem fast generell unethisch ist. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die ich einsetzen muss, weil ich Zeugenberichte habe, wo ich einfach nicht dagegen argumentieren kann. Aber mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen generell unethisch sind. Wie ist das jetzt möglich? Die Antwort liegt in einer verfeinerten Betrachtung des Konsensargumentes und in einer weiteren Betrachtung unserer psychologischen Grunddaten. Im Durchschnitt bewerten 50% aller beteiligten Kinder den Akt immer noch als negativ. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei weitem nicht alle davon sind Opfer von brutalem sexuellen Missbrauch geworden. Das Problem liegt hier, ironischerweise sehr viel mehr als bei Tieren, im Problem der Kommunizierbarkeit. Kinder besitzen intentionales Bewusstsein. Ihre Haltungen sind komplex, sind reflektiert und drücken ein sehr viel ausgefächerteres, dahinterliegendes intentionales Potenzial aus. Mit anderen Worten, die Akte von Kindern sind polyvalent, polysem und können missgedeutet werden. Und natürlich wird ein Pädophiler, der mit einem Kind zusammen ist, Wunschdenken anwenden. Kann er gar nicht vor. Sexuelles Interesse ist immer geprägt durch Wunschdenken. Dementsprechend kann er und wird auch häufig, das zeigt die Statistik, Akte vieldeuten. Affirmative Akte, vielleicht sogar initiierende Akte, wird er vieldeuten. Das heißt, wenn ein Kind sich bei ihm auf den Schoß setzt, könnte er denken, die will was von mir. Das ist ein sehr, sehr häufig gemachter Bericht, dass die Pädophilen wirklich vor dem Gericht noch absolut, und zwar in Brust und Überzeugung, und nicht als böse Geschwätz meinten, die wollte das und es auch glauben. Auf der anderen Seite wird der Faktor der Koerzion, der Nötigung mit eingeworfen. Auch hier wieder die Parallele zur Zoophilie. Ein Kind kann sich durch seine grenzschwache Position genötigt fühlen und wie gesagt, im Gegensatz zu einem Tier hat es Möglichkeiten der Verdeckung oder der Verarbeitung dieser Prozesse, die sich nicht an der Oberfläche abspielen. Nicht der pädophile Akt selbst ist also notwendig unethisch, sondern die Entscheidung im Vorhinein, das Risiko einzugehen, dass er unethisch sein könnte. Weil ich, wenn ich als Pädophiler an ein Kind herangehe, nicht wissen kann, ob er ethisch sein wird. Wenn ich die sexuelle Integrität und das Wohlbefinden meines Gegenübers mit einer Wahrscheinlichkeit aufs Spiel setze, die dem Wurf einer Münze entspricht, kann ich das ethisch nicht mit meiner sexuellen Befähigung rechtfertigen. Aus demselben Grund, und hier wird die Sache wieder etwas leichter und angenehmer, ist die Frage nicht juristisch sehr leicht zu beantworten. Wenn wir nicht mehr den Einzelfall betrachten, sondern in der Frage der Legalisierung im Gesamtfall betrachten, haben wir 33 bis 73% Negativrate, eine generelle Legalisierung viel zu hoch. Auch hier wieder muss man sagen, man kann neidisch auf die Juristen sein, in mancherlei Hinsicht haben die es ja vielleicht. Gut. An dieser Stelle würde ich auch noch die Überlegungen zur Pädophilie abschließen. Ich würde nach den amtlich verordneten Quellenfolien zu einigen Diskussionsfragen übergehen. Die können wir eingehen, müssen wir nicht. Das heißt, ich würde jetzt gerne und weiter in die Diskussion weitergehen. 3 Fragen aber gibt es, die mich besonders interessieren. Erstens nämlich die Frage, das Verbot pädophile Akte ist jetzt eine Sache, die ich begründet habe. Kann man ja auch hinterfragen. Es kann durchaus begründete Meinung geben, dass pädophile Akte eben doch okay ist. Aber wie steht es mit
Kinderpornografie. Wie ist die ethisch zu akzeptieren oder eben nicht? Viele der Texte, die ich ausgelegt habe, sind genau zum Thema. Zweitens die Frage, die Konsensfrage in der Zoophilie. Wie sieht das damit aus? Ich habe es in den Raum gestellt, lassen wir das so stehen und wird das nicht diskutiert. Und drittens schließlich die Sache mit der Nekrophilie. Sind alle Kritiken an der Nekrophilie tatsächlich am Ende des Tages non-säkular, vielleicht religiös oder irgendwie kulturell konstruiert? Erinnert euch an die ganzen Fragen, die ich zuvor im Vortrag aufgeworfen habe, und bringt eure eigenen Fragen ein. Ich würde an dieser Stelle abgeben.